Hallo, liebe Soul Family. Ich bin so aufgeregt, euch von mir zu erzählen, euch zu erzählen, was meine Aufgaben sind hier auf dieser Erde, dass ich jetzt das dritte Mal dieses Video gemacht habe. Ich bin Lia und ich bin Botschafter für extraterrestrische Wesen, Quantum Worker, Spiritual Coach und hier auf der Erde, um euch zu unterstützen in eurem Ascension-Prozess. Ich bin Channel Medium, Verbal Channel Medium und meine Kunst, mich auszudrücken, ist die Light Code Quantum Transmission. Das ist eine sehr, 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 sehr fortschrittliche Art und Weise, im Quantenfeld zu arbeiten. Quantum Work, für die, die nicht wissen, was das ist. Wir befinden uns, was wir hier wahrnehmen, nur in 5% des sichtbaren Universums. 95% des Universums ist das, was wir nicht wahrnehmen. Das, was sich außerhalb der Dimension und der Realität befindet, in der wir uns gerade befinden. Das heißt, wir decken mit unserer bewussten Wahrnehmung nur einen ganz, ganz kleinen Teil von dem ab, was wirklich existiert. Und alles andere wird gehalten durch die Quanten, die kleinsten Partikel, die alles zu dem machen, wie wir es wahrnehmen und darüber hinaus. Wir können davon sprechen, das ist wie Bewusstsein, weil alles um uns herum ist mit uns verbunden und wir sind niemals getrennt von irgendetwas. Können wir nicht sein. Und die Lightcode Quantum Technologie, die habe ich entwickelt mit Hilfe meiner Lehrer. Meine Lehrer sind zum größten Teil extraterrestrische, also Wesen, die nicht von diesem Planeten stammen, die in verschiedenen Dimensionen sich befinden. Und sie haben mir in vielen, 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 vielen Aktivierungen und Integrationen gezeigt, wie man am effektivsten über unsere Realität in der Dimension, in der wir uns befinden, den Effekt in das Quantum haben kann, in das Quantenfeld. Während ich zum Beispiel in meinen Webinaren, die ich gebe, mit meinen Händen mich bewege oder verschiedene einfach meine Kunsttool ist das, wenn ich in dem Quantenfeld meine Arbeit mache. Ich habe durch verschiedene Aktivierungen, durch extraterrestrische, die Fähigkeit, in das Quantenfeld zu gehen, sehe die geometrischen Formen, die Codings und kann dadurch, dass ich sie sehe, parallel mit offenen und mit geschlossenen Augen, in die Geometrie sozusagen, in die Fabrics of Reality, in die Realitätsfabrik eintauchen und sie damit verändern, so wie es im höchsten Alignment ist, sodass die ihren Weg zu mir finden und Unterstützung brauchen, um Blockaden zu lösen oder um selber Aktivierungen zu bekommen, um in ihre Größe zu kommen, die Unterstützung geben kann, die sie brauchen, indem ich ihnen neue Programme biete oder Programme, die fehlerhaft kodiert sind, neu kodiere. Und das ist das, was ich tue, wenn ich mit den Händen mich bewege. Und wir alle kennen diesen Satz aus den alten Schriften, am Anfang war das Wort. Und das, was ich spreche als Verbal Channel Medium während meiner Light Code Quantum Transmissions, sind die Sprachen des Kosmos. Ich spreche verschiedene Light Languages, Lichtsprachen sozusagen, Sprachen, die nicht von dieser Erde sind. Die Sprache der extraterrestrischen Wesen, die durch mich hindurch arbeiten und mit dieser Sprache, mit den gesprochenen Worten euch helfen, zum größten Ausdruck zu werden, den ihr seid. Und ich wurde oft gefragt, was ich tue, wenn ich zwitschere. Wenn ich hier bin und Geräusche wie von mir gebe. Der Hintergrund ist, viele wissen es nicht, manchen ist es bereits bekannt, dass die Sprachen, wie wir sie sprechen, hier auf diesem Planeten modifiziert sind, modifiziert wurden, dass das, was wir sprechen, nicht immer das ist, was wir meinen. Und oft ist das, was wir fühlen, nicht in Worte zu fassen. Und immer dann, wenn ich anfange zu zwitschern und zu pfeifen und Geräusche und Töne von mir zu geben, was man auch Toning nennt,
übermittle ich Botschaften in das Quantenfeld um euch herum, die helfen, das Quantum neu zu programmieren und neu zu kodieren. Dafür gibt es keine Worte in unserer Sprache, wie wir sie auf der Erde benutzen. Das ist das Zwitschern, was ich mache. Das ist eine Technik, wie ich beigebracht bekommen habe, die ich immer dann einsetze, wenn viel Information auf einmal in das Feld von meinem Gegenüber fließen muss. Zur Erklärung. So. Und jetzt zu meinen anderen Dingen, die ich tue. Ich bin extraterrestrische Botschafter für verschiedene Rassen unseres Sternensystems und darüber hinaus. Der Kontakt, den ich habe, ist nicht nur mit Extraterrestrischen aus nicht physischen Dimensionen wie der Arcturian Council, der Arcturianische Rat, der sich in der 9. Dimension befindet. Teilweise auch mit dem Arcturianischen Rat der 8. Dimension arbeite ich zusätzlich noch mit dem Pleiadian Sternensystem zusammen. Hier habe ich nicht nur den Kontakt zu den Sphären der Pleiades, sondern eben auch den direkten physischen Kontakt mit ihnen, stehe auch in permanenter Kommunikation mit ihnen und bin auch Botschafter für sie. Unter anderem aber auch gehört zu meinem Team, für die ich immer wieder Worte habe, die Avians, nicht die Blue Avians, sondern die Eagle Avians, die adlerähnlichen Avians, die eine uralte Rasse aus dem Pleiadian Sternensystem sind und auch wie alle, die ich eben kanalisiere, alle ETs, mit denen ich Kontakt stehe, sind im höchsten daran interessiert, uns Menschen, die die Neuronen dieser Erde sind, in dem Ausstiegsprozess, in die Transformation in die 5. Dimension zu unterstützen, zu supporten und zu helfen. Also alles, was ich teile hier, ist im höchsten Alignment und in absoluter Liebe geteilt. Und alle ETs, mit denen ich Kontakt habe, physisch und nicht physisch, sind interessiert daran, euch zu helfen, das Leben zu führen, was ihr euch wünscht. Unter anderem bin ich aber auch tätig als Botschafter und Fürsprecher für die Yahyel. Die Yahyel sind unsere Kinder. Manche von euch haben von dem Hybrid-Kinderprogramm gehört, andere noch nicht. Die Yahyel sind unsere Kinder und eine wunderbare Rasse von, ich würde fast sagen, extraterrestrischen, aber das sind sie nicht, weil sie sind bereits auch unter uns. Viele leben bereits mit uns zusammen. Einige bauen jetzt den Kontakt auf zu euch, auch nachdem ihr dieses Video gesehen habt. Und sie sind eine Mischung aus unseren Genen und denen der Siddhas. Siddha Reticuli. Und auch im höchsten Interesse, mit uns in Kontakt zu gehen. Meine Aufgaben bei Ihnen ist tatsächlich, die Hybridkinder vorzubereiten auf das Leben hier auf dieser Erde. Ich bin auf Ihren Schiffen und unterstütze die Kinder dort, die auch tatsächlich nicht kleine Kinder sind teilweise, sondern auch Erwachsene, um sich vorzubereiten auf das Leben hier auf dieser Erde, auf diesem Planeten. Und gleichzeitig unterstütze ich Menschen, die Hybridkinder haben und die Kontakt haben mit Extraterrestrischen, ihnen zu helfen, den Kontakt aufzubauen zu ihren Hybridkindern und zu anderen Sternenrassen. Zu den anderen Extraterrestrischen, für die ich hier Wort ergreife, ist das Sirius-Sternensystem. Sirius ist schon immer involviert gewesen und integriert gewesen in der Entwicklung unserer Erde.
In den alten Kulturen haben sie geholfen, unter anderem Atlantis mit aufzubauen und sind eng verknüpft auch mit den ägyptischen alten Traditionen und auch mit den Traditionen der Maya, wobei die Maya tatsächlich hauptsächlich den Kontakt zu den Pleiades hatten. Das Sirius-Sternensystem hat das höchste Interesse, sich zu kümmern um unsere Ozeane und unter anderem Wasser mit zu kodieren. Unter anderem kodiert nicht nur Sirius-Sternensystem, sondern auch die Mu. Die Mu sind die Rasse, die bekannt ist als Lemurians. Und die Mu sind auch immer noch auf diesem Planeten, aber in einer anderen Dimension innerhalb der Erde. Zu diesen habe ich auch Kontakte, genauso wie zu den Anshar. Das sind Inner Earth Beings, also Wesen, die innerhalb der Erde leben. Zusätzlich auch die Gründer, auch bekannt als die Founders. Das sind Insektoide, die auch in den höheren Dimensionen innerhalb dieser Erde sich befinden. Aber Center, ich müsste euch so viel erzählen. Aber ich versuch's so klein wie möglich zu halten, um euch die Informationen zu geben, die ich jetzt geben kann in dieser kurzen Transmission. Die Mu unterstützen uns auch in der Kodierung des Wassers und der Meere, genauso wie Sirius. Und wir haben bereits tatsächlich lebende Extraterrestrische, die mittlerweile als terrestrische bezeichnet werden können, bereits in unseren Meeren leben, nämlich die Delfine und Wale. Die sind direkt vom Sirius. Sie haben sich sozusagen importiert, indem sie damals, als die Erde gegründet wurde, sich Portale geöffnet haben vom Sirius-Sternensystem, Sirius A, um zu uns auf die Erde zu kommen und der Erde zu helfen, sich zu entwickeln. Also wir haben es hier mit einer ursprünglich extraterrestrischen Rasse an Sirianern zu tun, wenn wir von Delfinen und Walen sprechen. Und sie sind so unglaublich hoch entwickelt spirituell, dass sie uns weit voraus sind und damit in der Lage sind, uns zu supporten in unserer Entwicklung des Bewusstseins. Und es ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass Wale und Delfine ihre eigene Sprache haben. Es gibt genug Wissenschaftler, die inzwischen auch genau das schon bestätigen konnten, dass Sirius-Lebewesen, also hier die Wale und Delfine, ein gleiches linguistisches Areal im Gehirn besitzen, wie wir Menschen auch, und auch eine fortschrittliche Sprache sprechen, die wir nur leider nicht verstehen. Was ist noch wichtig, was ich mit euch teilen möchte? Ja, für die jetzt auch ein bisschen Feuer gefangen haben, ich biete in regelmäßigen Abständen Kontaktkurse, ET-Kontaktkurse an. Die findet ihr auf meiner Webseite. Die habe ich jetzt unten mit reingepackt in die Beschreibung des Videos. Da einfach draufklicken. Diese ET-Kontaktkurse besteht aus 3 Modulen, die an 3 Wochenenden am Stück stattfinden werden. Ich werde in diesem Kurs, der wirklich im absoluten Low-Drop-Preis-Level gehalten ist, werde ich euch alles beibringen, was ihr wissen müsst, was ihr wissen müsst über ETs, um mit ihnen Kontakt aufzubauen, um euren Erstkontakt vorzubereiten. Also ich bereite euch auf euren Erstkontakt vor in diesem Kurs. Ihr werdet nach diesem Kurs Kontakt haben mit extraterrestrischen Wesen, die im höchsten Alignment sind. Ihr werdet lernen, wie ihr sie ruft, und ihr werdet lernen, wie ihr den Kontakt zu ihnen ausbauen werdet. Während diesen ET-Kontaktkurs werde ich als Verbal Channel für sie fungieren und sie durch mich hindurch arbeiten und sprechen lassen. Das heißt, sie werden euch je nach Gruppe verschiedene Aktivierungen geben, das, wie es im höchsten Alignment ist für jeden, und jeder, der teilnimmt, es gebraucht wird. Und ihr habt die Möglichkeit, im Question-and-Answer-Teil mit den Extraterrestrischen sozusagen durch mich hindurch zu sprechen und sie alles zu fragen, was ihr wissen wollt. Und sie werden gerne und bereitwillig euch die Fragen beantworten. Wer dann an diesen Kursen durchkommt, an Extraterrestrischen, wird die Gruppendynamik bestimmen. Aber eins ist sicher, nach diesem ET-Kontaktkurs wird kein Stein mehr sein, wie er war, und ihr werdet völlig neue Realitäten betreten. Und hier sind wir schon beim nächsten Punkt, der meine Aufgabe und meine Mission hier auf dieser Erde ist, nämlich die Menschen in neue Timelines zu versetzen. Wer dieses Thema Timeline schon mal gehört hat, Zeitlinien, es gibt Milliarden davon. Wir haben unendlich viele Zeitlinien, die wir permanent von jedem Augenblick zum nächsten neu betreten können.
Das heißt, nur weil ihr jetzt in dieser Realität, wo euch befindet und dieses Leben lebt, was ihr lebt, heißt es nicht, dass ihr das permanent bis ans Ende eurer Tage tun müsst, sondern ihr habt die Wahl. Aber leider sind unglaublich viele Menschen hier auf dieser Erde noch von Filtern, von der Matrix der Maya, also dem, was wir glauben, was unsere Realität ist, gefangen in ihrem eigenen Konstrukt. Und meine Aufgabe ist es, euch in die höchst verfügbare Timeline zu shiften, euch die Möglichkeit zu geben, alte Programme abzulegen, neue Programme zu installieren, die euch helfen, um in die höchst verfügbare Timeline zu springen, sodass ihr das Leben leben könnt, was ihr euch wünscht. Und hierfür habe ich auch verschiedene Kurse, unter anderem den Timeline Shift Kurs. Der Timeline Shift Kurs ist eine Art kleiner Crashkurs, wie ihr zu den Alchemisten der Zeitlinien werdet. Heißt, in 6 Modulen werdet ihr durch verschiedene Aktivierungen und Initiations laufen, die euch helfen, die Timelines zu springen, sodass, wenn ihr feststellt, ihr befindet euch in einer Timeline, die euch nicht gut tut, die ihr nicht haben wollt, die ja einfach thought to shit ist, um es mal so auszudrücken, dass ihr diese Timeline einfach von einem Augenblick zum nächsten alchemieren, transformieren, transzendieren könnt, um dann in die nächste Timeline zu springen, die euch hilft. Also das ist auch ein Toolkit über 6 Wochen, das euch hilft, in eure Kraft zu kommen. Und auch das ist wiederum einer der Kurse, die im absoluten Low-Budget-Level sind, sodass sich die wirklich jeder irgendwie leisten kann. Auf meiner Webseite habt ihr die Zahlungsmöglichkeit PayPal und Banküberweisung. Bei beiden Modulen können wir miteinander sprechen, entweder eine Ratenzahlung zu machen. PayPal bietet Ratenzahlungen ab gewissen Preisen an. Also hier ist das die Möglichkeit für jeden, der jetzt in Resonanz geht mit dem, was ich sage und meiner Arbeit, den Kurs bei mir buchen zu können. Und wenn ihr jetzt immer noch dabei seid mit deinem ganzen Erzählen, was ich tue und was ich mache, möchte ich euch, für die, die noch dabei sind, gerne eine kleine Transmission übermitteln. Okay.
Teil der Transmission war jetzt gerade, viele werden es merken, es fängt alles an zu vibrieren, alles an zu schwingen und man fühlt eine Ausdehnung. Wir haben euch geholfen, euer Grid, also das, eure Realität, das Konstrukt, was ihr um euch erschaffen habt, ein bisschen aufzudehnen, ein bisschen mehr Luft und Raum zu schaffen, sodass ihr neue Codes und Data selber downloaden könnt. Also wir haben euch Raum geschafft in eurem Raum, in der viel zu eng war. Viele merken jetzt auch diese Expansion, also die Ausdehnung. Gleichzeitig haben wir einmal auch wieder das Kronenchakra geöffnet, damit einfach ihr auch neue Daten mit empfangen könnt und gleichzeitig das Wurzelchakra, also eure Anbindung zur Erde, wieder neu aufgebaut. Weil letzten Endes sind wir alle die Neuronen der Erde. Wir sind nicht einfach hier gelandet und sind vergessen worden. Sondern wir sind hier in diesem Bewusstseinszustand, auch wenn wir ein Bewusstsein haben, was durch Zeit und Raum, durch alle Universen und Multiversen geht, sind wir jetzt gerade hier in dem Bewusstsein, das einfach Mensch ist. Und Mensch ist ein Erdling und nicht separiert davon. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass wir die Wurzeln wieder aufgebaut haben, sodass ihr bewusst und mit eurem Köpflein aufgerichtet durch das Leben gehen könnt. Und ich hoffe, dass ich euch hiermit auch ein kleines Geschenk machen könnte. Und für die, die mit mir den Weg weiter zusammen gehen wollen, freue ich mich riesig, euch in irgendeinem meiner Kurse wiederzusehen oder vielleicht auch sogar in einer privaten Session 1:1, wo wir miteinander sprechen können. In einem geschlossenen Raum und ich euch im absoluten Service sein kann mit euren Themen, Wünschen und Belangen. Und jetzt in Liebe wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut, bis demnächst.